Und nach den Grundlagen heiße ich euch jetzt herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Videokurses. Hier sprechen wir jetzt darüber, wie ein Mining Rig aufgebaut ist, welche Komponenten man dafür braucht, welche Komponenten gut oder schlecht geeignet sind und was man vor allen Dingen auch beachten muss, um so einen Rig sicher zu betreiben. Gerade Sprichwort viel Strom, Kabel und so weiter. Dann sprechen wir einmal ganz kurz über Preise von Komponenten, was solche Komponenten ungefähr kosten und machen dann am Ende mal zusammen eine Rentabilitätsrechnung, um euch einfach mal zu zeigen, wie man sowas rechnet und wo ihr nachschauen könnt, wie viel Umsatz man mit bestimmten Hashrates erzielt und das halt einfach mal schauen könnt, okay, macht so ein Investment für euch Sinn? Dann könnt ihr schauen, okay, mit eurem Privatstrom, der kostet so viel, wann hättet ihr das Geld wieder raus und so weiter und so fort. Ich würde aber sagen, wir starten als allererstes jetzt mit dem Aufbau eines Mining Rigs. Und dafür habe ich euch hier mal ein kleines Bild rausgesucht, wie so ein normales, gut aufgebautes Mining Rig ungefähr aussieht. Wir haben ja gerade schon gesagt, so ein Mining Rig ist eigentlich nichts anderes als ein Computer. Das ist es auch nicht. Es sieht halt nur anders aus. Also, was sieht eigentlich anders aus? Also als allererstes, die Mining Rigs sind nicht in ein Gehäuse gebaut, also meistens nicht, sondern immer auf so einen offenen Rahmen. Man nennt das Mining Rig Frame. Das macht man deswegen, weil beim Mining durch den ganzen hohen Stromverbrauch entsteht sehr viel Wärme, dass die ganze Wärme, die steigt dann nach oben ab, dass die ganze Wärme schön abgeleitet werden kann. Und dazu ist es dann auch, das könnt ihr hier auch direkt sehen, dass diese ganzen Zusatzlüfter angebracht worden sind. Das macht man deswegen, weil die Grafikkarten sind ja relativ nah beieinander, dass da nochmal zusätzliche Frischluft an die Karten kommt und eben die ganze Wärme abgeleitet werden kann. Wenn ihr jetzt einen super krassen Gaming-PC zu Hause habt, habt ihr das bestimmt auch, dass ihr nochmal so Zusatzlüfter in das Gehäuse rein bzw. rausleitet, dass eben die ganze Wärme da abtransportiert werden kann. Hier ist es halt wie gesagt offen gemacht, weil halt bei einem Mining Rig nochmal viel mehr Wärme entsteht als bei einem Gaming-PC. Genau. Man kann so einen Mining Rig übrigens auch in so ein Server Case bauen. So sieht das Ganze dann ungefähr aus, wenn da noch keine Hardware eingebaut worden ist. Und so sieht es dann aus, wenn hier Hardware drin ist, so ungefähr. Das kann man auch machen, aber wenn ihr euch vom Lärm, also wenn das Ding bei euch zu Hause steht, diese Server Cases, die machen ordentlich Krach, weil ihr seht ja, die Grafikkarten sind extrem nah beieinander und dementsprechend müssen die Lüfter richtig pusten, um die ganzen Grafikkarten kühl zu halten. Weil hier könnt ihr euch sicher denken, da kommt nicht besonders viel Frischluft dran, sondern das müssen diese Zusatzgehäuselüfter hier machen und die müssen garantiert auch mit einer hohen Drehgeschwindigkeit pusten, damit da die ganze Wärme abtransportiert werden kann und dementsprechend entsteht viel Lautstärke. Wenn euch das nicht stört und das Ding irgendwo, keine Ahnung, in irgendeiner ganz weit entfernten Ecke steht, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Ich würde euch aber trotzdem für den Anfang empfehlen, so ein Mining Rig hier zu bauen, weil man einfach auch die Komponenten besser anbringen kann und da kann man auch hinterher, wenn mal was nicht klappen sollte, schneller etwas nachjustieren. Genau. Hier ist übrigens nochmal ein Bild, das habt ihr gerade schon kurz gesehen. So kann ein Rig dann in echt aufgebaut werden. Hier hat man auch dann diesen offenen Rahmen mit den Zusatzlüftern, die für Frischluft sorgen. Und ja, genau. Also diese Zusatzlüfter, die müssen nicht dran gemacht werden. Je nachdem, was für einen Abstand die Karten haben und auch was für Karten ihr habt, kühlen sie sich auch ganz gut selber. Ich würde es aber trotzdem machen, weil Grafikkarten halten besser, wenn sie nicht ganz so warm werden. Und dann zum weiteren Aufbau. Jetzt kommt eigentlich der klassische Aufbau wie beim PC. Die Hauptkomponente oder eine der Hauptkomponenten eines Mining Rigs ist ein Mainboard. Das können wir hier unten sehen. Dazu haben wir hier eine kleine Festplatte. Hier kann man das sehen, genau. Das ist eine SSD, da kommt dann das Betriebssystem drauf. Dann haben wir hier bzw. zwei Netzteile, um das Ganze mit Strom zu versorgen. Also genau das gleiche wie beim normalen Computer auch. Da muss dann ein Prozessor rein und ein RAM-Riegel. Und dann haben wir hier die Grafikkarten. Bei einem normalen PC wird natürlich auch eine Grafikkarte verbaut. Manche haben zwei verbaut. Hier beim Mining Rig sind jetzt natürlich mehrere Karten. Das Rig hier hat jetzt beispielsweise 2, 4, 6, 8 Karten verbaut. Das ist eine gute Größe, würde ich sagen. Also ich würde die Rigs, das empfehle ich euch auch, nicht größer als 6 bis 8 Karten bauen, weil wenn hinterher sich irgendwo mal ein Fehler einschleicht, dann ist das relativ mühsam, da die Karte zu finden oder den Übeltäter.
Ihr könnt es natürlich auch machen. Es gibt auch Rigs mit, keine Ahnung, 14 Karten oder so. Aber für den Anfang würde ich euch erstmal empfehlen, so ein kleineres Rig zu bauen. So, das Ganze muss dann natürlich auch noch verkabelt werden. Das könnt ihr hier ungefähr sehen. Da kommen wir aber gleich zu. Nämlich um das ganze Thema Aufbau eines Mining Rigs jetzt abzuschließen, einmal zusammengefasst. Also ein Mining Rig ist im Prinzip nichts anderes als ein Computer und besteht aus exakt den gleichen Komponenten. Außer, dass mehr Grafikkarten verbaut sind und dass das Mining Rig auf ein offenes Gestell gebaut ist und nicht in ein geschlossenes Gehäuse. Wir gehen jetzt einzeln durch die ganzen Komponenten durch in so einzelnen Sektionen und hier blende ich euch jetzt einmal ganz kurz die Liste ein und zwar, Moment, da, genau, richtig. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch schon direkt mit den Mining Rig Frames, also mit den Rahmen. Bevor wir jetzt mit den Frames starten, ein ganz kurzer Hinweis für euch und zwar, ihr findet angehängt bei diesem Videokurs auch eine Einkaufsliste, wo die ganzen einzelnen Hardware-Komponenten nochmal aufgelistet sind, mit möglichen guten Herstellern, die ihr gut nehmen und verbauen könnt und die ich selber auch nutze. Und dazu findet ihr auch für die einzelnen Komponenten teilweise ein paar Produktlinks. Und ein paar dieser Produktlinks können Affiliate-Links sein. Das heißt, wenn ihr über diese Links euer Produkt kauft, zahlt ihr genau den gleichen Preis, wie wenn ihr nicht über diesen Link geht, sondern über einen anderen. Nur ich kriege eine kleine Provision und deswegen würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn ihr mir ein kleines Trinkgeld da lasst und die Produkte über die Links kauft. Müsst ihr natürlich nicht machen. Die Produkte dienen natürlich auch nur als Inspiration. Und ja, wir machen jetzt weiter mit den Mining Rig Frames. So, wie sollte ein gutes Mining Rig Gestell aufgebaut sein? Also, ich würde für den Anfang erstmal empfehlen, dass ihr euch so ein Frame baut oder ein Rig baut mit maximal 6 bis 8 Karten, das habe ich ja gerade schon gesagt. Und dafür eignen sich verschiedene Gestelltypen. Das ist beispielsweise ein ganz klassisches Gestell, die verbaue ich auch ja, sehr häufig, diese Rahmen. Da gibt es beispielsweise noch solche Rahmen, die kann man dafür auch nutzen. Da werden hier auch die Grafikkarten draufgepackt oder es gibt beispielsweise auch zweistöckige Rig-Gestelle, eben dann für bis zu 10 oder 12 Karten. Im Prinzip sind die alle gut, beziehungsweise klar, es gibt ein paar, die nicht so schön verarbeitet sind. Aber da schaut doch einfach mal bei Amazon vorbei, da findet ihr auch die Rigs mit vielen Bewertungen und da könnt ihr euch euer eigenes Bild machen. Ich habe euch natürlich ein qualitatives Rig oder 2 Beispiele in die Liste eingefügt. Wenn ihr aber ein anderes Rig-Gestell nehmen wollt, das könnt ihr natürlich auch machen, aber dann achtet bitte besonders auf eins, und zwar das Material, aus dem das Rig gefertigt ist. Das Rig-Gestell sollte nämlich unbedingt aus einem Metall sein, also aus Alu oder aus Stahl oder whatever. Verbaut bitte, bitte, bitte keine Holzgestelle. Also jetzt zeige ich euch mal nämlich ein Negativbeispiel dafür. Dieses Rig ist jetzt auf einen Holzrahmen gebaut. Sieht ja eigentlich erstmal ganz vernünftig aus, aber beim Mining wird unglaublich viel Strom benutzt und auch verarbeitet. Also die Grafikkarten, die müssen ja betrieben werden. Und durch hohen Stromverbrauch geht auch gleichzeitig viel Hitze einher. So, bei Hitze und viel Strom, welche Materialien sollte man nicht nutzen? Richtig, brennbare Materialien. Ich meine, dass jetzt euer Rig Feuer fängt, das ist der absolute Worst Case und das sollte eigentlich auch nicht sein und mir ist es auch noch nie passiert und ich kenne auch niemanden, wo das passiert ist. Aber trotzdem, jetzt stellt euch mal vor, irgendwie am Mainboard eine kleine Stelle wird besonders heiß. Ja, weil da irgendwie ein Kondensator kaputt gegangen ist oder sonst was und das Rig schaltet sich nicht automatisch aus. Dann ist die Wahrscheinlichkeit beim Holz, dass es anfängt zu brennen, deutlich höher, als wie wenn ihr das Ganze jetzt auf ein Stahl- oder Aluminiumgestell baut. Deswegen bitte, macht's nicht, lasst es sein. Auch wenn euch ein paar Leute erzählen, Holz ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, man kann ein Gestell aus Holz bauen, aber jetzt mal im Ernst, ihr gebt Tausende von Euros für richtig hochwertige Hardware aus und habt das Ding wahrscheinlich auch noch zu Hause bei euch irgendwo stehen. Wollt ihr wirklich einen Brand riskieren? Ich glaube nicht, oder? Hier kann ich euch auch noch mal so ein Beispiel zeigen, was ich bei eBay gesehen habe. Moment, oder das hatte ich bei eBay gesehen. Hier wird das alles direkt auf dem Holz montiert, also wirklich macht's nicht. Und dann gab es noch diese Obstkiste oder was das auch immer ist, die als Gestell verkauft worden ist, wo jemand dazu geschrieben hat, warum ein teures Mining Rig Frame kaufen, wenn es auch ein selbstgebautes tut. Tja,
Leider ist diese Aussage sowas von ja, unpassend. Eben Safety First. Und deswegen nimmt man keine Holzkiste. Das reicht eigentlich auch erstmal zum Thema Mining Rig Frame. Es gibt beispielsweise, ich zeige jetzt noch mal ein paar hier solche Frames, oder es gibt auch solche, die sind hochkant, die sind aber relativ teuer. Habe ich auch selber noch nie benutzt. Oder auch Frames, die gestapelt werden können. Wie gesagt, Thema Gestell ist jetzt nicht so kompliziert. Kauft euch einfach für den Anfang so einen Stahlrig. Ihr könnt das ja hinterher auch nochmal umbauen, wenn es euch nicht gefällt. Und die sind in der Regel auch nicht so teuer. Die hier kosten ungefähr bis 80 Euro maximal. Die günstigsten fangen so je nach Saison. Es gibt tatsächlich Saisons, wo die teurer sind und nicht so teuer sind. Je nachdem, wie die Kryptokurse sind. Zwischen, ich sag mal, 35 und 80 Euro. Je nachdem, ob das Gestell für 6 Karten ausgelegt ist oder bis zu 12 Karten. Genau. Mining Rig Gestell ist abgeschlossen. Machen wir weiter mit dem Mainboard inklusive CPU und RAM und dem sonstigen Zubehör. Mainboards. Also Mainboards werden auch Motherboards genannt, und ein Mainboard ist quasi die Schnittstelle, wo alle Komponenten des Computers bzw. bei uns Mining Rigs zusammengeführt werden. So ein Mainboard ist eigentlich immer gleich aufgebaut, und ihr könnt auch theoretisch gesehen fast alle Mainboards fürs Mining nutzen. Es gibt allerdings eine Limitierung, da kommen wir gleich drauf. Jetzt erstmal einmal ganz kurz zum Aufbau des Mainboards. Genau, hier in der Mitte meistens beim Mainboard ist der CPU-Sockel, wo dann der Prozessor eingesetzt wird. Rechts daneben sind immer die DIMM-Slots, wo dann der RAM eingesetzt wird. Hier ist quasi die Verbindung zum Netzteil, und über diesen Slot kriegt das Netzteil auch Bescheid, wann es starten soll. Ganz kurz noch, hier wird der Strom reingesteckt für CPU, das ist nicht so wichtig. Dann haben wir hier die SATA-Anschlüsse, hier werden die Festplatten angeschlossen. Und dann haben wir hier an der Seite die externen Schnittstellen. Das sind beispielsweise, da kommt dann hier der Bildschirm dran, VGA-Kabel, HDMI-Kabel oder auch Maus und Tastatur. Ich denke mal, ihr werdet das alles kennen. Der spannendste und wichtigste Teil aber sind hier diese PCIe-Slots. Und ich zoome da mal ein bisschen ran. Nämlich hier werden die Grafikkarten drauf gesteckt. Beispielsweise, wenn ihr einen PC zu Hause habt, habt ihr eine Grafikkarte auf eurem PC, und dann ist diese Grafikkarte garantiert auf den PCIe X16 Slot gesteckt. Weil, ich gehe mal auf eine Grafikkarte drauf, die Grafikkarten haben immer hier diese Anschlüsse hier. Und diese Anschlüsse passen perfekt hier rein, in diesen PCIe X16 Slot. So ist ein normaler PC aufgebaut. Nun wollen wir aber fürs Mining nicht nur eine Grafikkarte nutzen, sondern mehrere. Deswegen kann man auch eine Grafikkarte über diese PCIe X1 Slots anschließen. Und zwar dann macht man das über einen sogenannten Riser. Da kommt hier nämlich die Grafikkarte drauf, ja, und dann über ein USB-Kabel, und diesen X1-Anschluss kann man dann die Grafikkarte hier auch verbinden. Weil, wenn man jetzt hier die ganzen Grafikkarten nebeneinander packen müsste, ja, dann müsste das Mainboard ja unglaublich lang sein, damit man alle Grafikkarten auch hier dran bekommt. Es gibt solche Mining Mainboards, genau, die sind dann so aufgebaut, die man dann ohne Riser betreiben kann. Die sind extrem lang, die sind aber sehr, sehr teuer, und ich finde es, um ehrlich zu sein, auch nicht so gut, weil, wenn ich zeige euch mal noch ein Bild, hier genau, die Abstände zwischen den Grafikkarten sehr, sehr klein sind. Ich hatte mal so ein Mainboard als Testobjekt, und die Lüfter der Grafikkarten sind die ganze Zeit extrem hochgelaufen, weil eben hier die Wärme nicht ordentlich abgeführt wird und sich die Wärme hier staut. Könnt ihr natürlich auch machen, müsst ihr aber nicht. So, das heißt, ihr werdet ja sowieso alle Grafikkarten, oder es werden sowieso alle Grafikkarten über diese PCIe Riser betrieben, weil die Grafikkarten werden hier aufs Rig geschraubt und nicht aufs Mainboard, und dementsprechend braucht man dann Verbindungsteil. So, jetzt ist es bei dem Mainboard hier so, bei dem Mainboard können nur 3 Grafikkarten angeschlossen werden. Also einmal hier, der zweite da, also der X1-Slot, und noch ein X1-Slot. So, das wäre eigentlich blöd, weil für einen Mining Rig wollen wir ja eigentlich mehr als 3 Grafikkarten haben oder verbauen.
So, und das ist jetzt auch die Limitierung, die ich gerade meinte. Und zwar, wenn ihr ein Mainboard habt, wo nur 3 Grafikkartenanschlüsse dran sind, dann könnt ihr natürlich auch nur 3 Grafikkarten verbauen. Da gibt es auch eine Lösung für, und zwar, die sieht so aus. Moment, ich zeige es euch erstmal hier. Das sind sogenannte PCIe-Splitter. Hier kann man nämlich aus einem einzigen Grafikkartenslot, Moment hier, aus diesem X1-Slot, bis zu 4 Grafikkarten anschließen. Das heißt, das sieht dann hinterher so aus, genau dieser Splitter wird dann aus Mainboard gesteckt. Der passt übrigens nicht nur hier drauf, sondern auch da drauf. Das ist nämlich eigentlich, also dieser X1-Slot ist eigentlich im Prinzip das gleiche wie ein X16-Slot, nur halt ein bisschen kürzer. Also könnt ihr euch so vorstellen, wenn es hier Schluss wäre, ist das von der Größe her genau gleich. Genau. Und ihr könnt dann aus einem Slot bis zu 4 Grafikkarten betreiben. Diese Splitter gibt es auch mit 6 USB-Anschlüssen und ich glaube sogar auch 8. Ich habe die, um ehrlich zu sein, noch nicht getestet, immer nur die 4er hier, weil das ist mit der Installation auch ein bisschen einfacher. So, das heißt, theoretisch gesehen, wenn ihr so einen Splitter habt, könnt ihr, wenn ihr jetzt so einen Splitter jetzt hier draufsetzt, aus diesem einen Slot 4 Slots rausholen. Das heißt, ihr könntet mit dem Board 1, 2, 3, 4, 5, 6 Grafikkarten betreiben. Diese dickeren Slots übrigens hier, die könnt ihr nicht für Grafikkarten nutzen. Die findet ihr auch nur bei älteren Mainboards, die einfach nicht beachten. Also es gehen nur die X1-Slots und die X16-Slots. Jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Board, was wir verbauen. Das zeige ich euch jetzt einmal kurz, also was im dritten Teil dann kommt. Das Z87 von Asus. Genau, hier kommt dann der CPU rein. Da kommen die RAM-Riegel rein, Netzteil wird hier angeschlossen, da wird der Prozessor mit Strom versorgt. Hier haben die SATA-Anschlüsse und hier kommen die Grafikkarten dran. Ich zeige es euch noch einmal markiert, wie das aussieht. Und zwar, hier können wir eine Grafikkarte betreiben. Da, da, da und da unten. Hier diese dickeren Slots, die sind kürzer als die, könnt ihr ja sehen, die funktionieren leider nicht. Oh Moment, also die Zahlen nicht jetzt. Da ist das Board, was wir später verbauen. Ja, genau, da könnten 5 Grafikkarten drauf angeschlossen werden. Im Videokurs, also im dritten Teil, verbauen wir aber 6, weswegen wir dann auch so einen Splitter hier nutzen. Also das heißt, um das zusammenzufassen, ihr könnt eigentlich alle Mainboards nutzen oder fast alle nutzen. Aber, das große Aber, bei ein paar Mainboards gibt es das Problem, dass die nicht über genügend Grafikkartenslots verfügen. Man kann das ja mit dem Splitter erweitern, aber die können nicht so viele Grafikkarten verarbeiten. Das heißt, einige Mainboards, wenn man dann so einen Splitter anbringt und dann, keine Ahnung, aus 4 Slots 8 macht oder 7 oder wie auch immer, dann starten die nicht mehr. Und es gibt Probleme mit, dass die nicht mehr hochfahren. Das ist sehr ärgerlich. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ich empfehle euch natürlich gleich noch ein paar Mainboards, die ihr nutzen könnt. Beispielsweise das Z87, was ich verbaut habe im Videokurs. Das ist ein sehr zäkiges Board gewesen, hat sich rausgestellt. Ihr findet aber, wie gesagt, auf der Komponentenliste ein paar coole Boards, die ihr dafür nutzen könnt. Ihr müsst die auch übrigens nicht neu kaufen. Man kann sich immer ein paar Euro sparen, wenn man die über eBay Kleinanzeigen kauft. Teilweise ist dann dort auch schon ein RAM-Riegel verbaut und ein Prozessor und Lüfter. Dann müsst ihr das nicht mehr machen. Oder beziehungsweise diese Komponenten nicht mehr kaufen. So, dann gibt es noch spezielle, Moment, genau, hier ist nochmal zur Verdeutlichung ein relativ neues Board. Da gibt es diese dicken Slots eben nicht, die ihr gerade gesehen habt. Dies verfügt über 1, 2, 3, 4, 5 Slots. Genau, auch wie bei den anderen Boards kommt da der Prozessor drauf und da der RAM-Riegel. Und dann gibt es noch Mining-Mainboards, also speziell fürs Mining gebaute Mainboards. Diese Mainboards, könnt ihr ja sehen, haben sehr viele von den PCIe-Anschlüssen. Das Board hat jetzt hier 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 Anschlüsse. Also eine Menge. Ihr könnt da eine Menge Grafikkarten drüber betreiben. Das Problem ist bei diesen Boards, die sind meistens sehr, 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 sehr teuer. Also das Board kostet hier bestimmt von Asus 250, 300 Euro alleine, während jetzt hier so ein Board vielleicht gebraucht 80 Euro kostet mit den Komponenten drauf. Dann gibt es genau auch noch andere Boards, die haben beispielsweise, ich glaube, 12 oder 13 Anschlüsse dann. Die kriegt ihr teilweise auch bei AliExpress für ja, um die 100 Euro. Die sind auch ganz gut, aber wie gesagt, fürs erste Rig würde ich euch ja nicht so ein Klopper-Rig empfehlen, sondern erstmal ein kleines.
Und da würde theoretisch gesehen, Moment, hier so ein Mainboard ausreichen. Am besten kauft ihr euch ein Mainboard mit 6 Slots, wenn ihr direkt auch 6 GPUs verbauen wollt. Da aber auch nochmal ein kleiner Hinweis von mir, und zwar, da müsst ihr in die Betriebsanleitung des Boards schauen. Auch wenn manche Boards 6 Anschlüsse haben, also beispielsweise 3 x16er Anschlüsse und 3 x1er Anschlüsse, teilen sich teilweise diese Slots, also ein x1-Slot und ein x16-Slot, eine Verbindung hin zum, ich weiß gar nicht, wo das hingeht, zum Prozessor. Anyways, das heißt, trotz 6 Anschlüssen könnt ihr dann nur 3 Grafikkarten gleichzeitig betreiben und das ist natürlich doof. Man kann das dann immer über diese Splitterkarten hier ausgleichen, aber wie gesagt, ein paar Boards sind da auch relativ zickig. Am besten, also entweder ihr gebt ein bisschen mehr Geld auf und kauft euch direkt ein neues Mining Mainboard, oder ihr kauft euch etwas günstigeres über eBay Kleinanzeigen oder über eBay, müsst dann aber mal ein bisschen schauen, okay, was für Erfahrungen haben andere Leute mit diesem Board gemacht. Kommen wir nun kurz zum Prozessor. Und zwar, es gibt eigentlich nur 2 Prozessorentypen oder Hersteller, und zwar Intel und AMD. Und je nachdem, welchen ihr verbauen müsst, entscheidet das Mainboard, denn das Mainboard hat so einen Sockel, oder so einen CPU-Halter, wo der Prozessor reinkommt. Das könnt ihr auch hier ganz gut sehen. Beispielsweise das hier ist ein Sockel für Intel, wiederum das hier ist ein, Moment, ich mache das mal ein bisschen größer, das ist ein Sockel für AMD. Je nachdem, was für ein Board ihr kauft, gibt es nur einen Sockeltyp, der passt, beziehungsweise einen Hersteller, da gehen wir jetzt nicht so explizit drauf ein. Worauf ihr aber achten solltet, dass, wenn ihr einen CPU verbaut, eher einen stromsparenden nehmt. Dazu würde ich mal behaupten, dass die Intel-Prozessoren generell stromsparender sind, da die auch unter anderem für so Office-Sachen und so ausgelegt sind. Und deswegen haben die ganzen Mining-Mainboards, beispielsweise von ASRock oder von Asus, alle einen Intel-Sockel. Genau, da müsst ihr halt schauen, welcher Sockeltyp bei euch reinpasst. Ein Sockeltyp könnte beispielsweise sein, bei Intel heißt es LGA 1150, 1151, 1155 und so weiter und so fort. Wie gesagt, da gehen wir jetzt nicht zu intensiv drauf ein. Achtet nur darauf, dass ihr einen stromsparenden Prozessor nimmt. Und da kann ich euch beispielsweise mal als für einen Sockeltyp zeigen, wie man da einen ganz guten aussucht. Wir nehmen jetzt mal den Sockel LGA 1150 und da würden jetzt alle diese Prozessoren reinpassen und funktionieren, die hier aufgelistet sind. Und jetzt aber das Spannende, um einen stromsparenden Prozessor auszuwählen, guckt man hier bei der Wattzahl, okay, welcher Prozessor hat da die niedrigste Wattannahme oder den Wattverbrauch. Beispielsweise der hier hat nur 35 Watt, wiederum der hier hat 54 Watt. Der hat 84 Watt, also ist der besonders schlecht geeignet dann eher, weil ihr müsst euch das so vorstellen, auch wenn das jetzt nur ein paar Watt mehr sind, rechnet das mal aufs Jahr hoch. Da kommt schon einiges zusammen. Ich würde behaupten, dass jetzt hier die stromsparendsten, okay, der hat hier nur 13 Watt, habe ich aber noch nie gehört, das Modell hier. Genau, so könnt ihr auf jeden Fall mal nachschauen, welcher Prozessor passt und welchen ihr dann da fürs Mining nutzt. Ich würde sagen, das reicht auch schon zum Thema CPU. Wie gesagt, das ist kein komplexes Thema. Der CPU läuft sowieso die ganze Zeit nur im Leerlauf und dementsprechend braucht ihr da auch keine großen Leistungszahlen. Hier diese Celerion-Modelle, die sind eigentlich relativ stromsparend und die reichen auch ziemlich gut aus fürs Mining. Da die Prozessoren auch Strom zugeführt bekommen und dementsprechend Wärme erzeugen, braucht man ja einen CPU-Kühler. Beim Mining braucht ihr nur einen ganz kleinen Standardkühler, beispielsweise jetzt hier so einen von Intel. Moment, wo sieht man es? Jetzt hier der beispielsweise oder der oder der oder der. Fürs Gaming braucht man natürlich etwas krassere Lüfter oder dickere Lüfter, wie beispielsweise, ich zoome mal ran, der hier, weil beim Gaming halt auch die Prozessoren in relativ hohen Taktungen laufen und da viel Energie drauf geht, welche in Wärme umgewandelt wird. Wie gesagt, beim Mining ist das nicht so. Worauf ihr aber achten solltet, auch bei diesen Lüftern hier, gibt es Sockeltypen. Beispielsweise der Lüfter hier wird für Sockeltypen 1150, 1151, 1155 und so weiter gut sein. Da müsst ihr auch mal schauen. Also wie gesagt, das ist kein Hexenwerk und ein kleiner normaler Standardlüfter reicht vollkommen aus. Springen wir noch einmal ganz kurz zum RAM. Und zwar, es gibt eigentlich nur 2 RAM-Typen. Den DIMM-RAM, das ist, der hier, und den SODIMM-RAM, das ist der für Laptops, der ist für Computer und den brauchen wir, also den DIMM-RAM. Da gibt es quasi 4 Typen oder 5 Typen. Die ihr wahrscheinlich braucht,
sind DDR3 und DDR4. Könnt ihr hier sehen, die sind so ein bisschen anders aufgebaut mit diesen Einkerbungen, genauso wie bei den Sockeltypen eigentlich. Müssen wir nicht zu sehr drauf eingehen, es gibt verschiedene Typen. RAM ist auch nicht so wichtig. Wir brauchen aber mindestens 4 GB. Vielleicht sind 8 besser, aber 4 reicht vollkommen aus, dass HFOS vernünftig laufen kann. Wer unter Windows meint, sollte vielleicht zum 8 GB greifen. Die könnt ihr einfach auch gebraucht im Internet kaufen, dann müsst ihr jetzt nichts Neues holen. Es sei denn, ihr wollt für euer Rig irgendwelche fancy RGB RAM-Riegel haben, dann müsstet ihr euch die natürlich holen. Aber wenn man ein bisschen Geld sparen möchte, einfach gebrauchten RAM bei eBay holen. Und das war es auch schon zum Thema Mainboard. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Also man kann theoretisch gesehen alle Mainboards nutzen. Achtet nur darauf, wie viele GPU-Anschlüsse ein Mainboard hat und ob das Mainboard kompatibel ist mit einer bestimmten Anzahl an Grafikkarten. Prozessor sollte möglichst stromsparsam sein und RAM reicht normalerweise 4 GB vollkommen aus. Damit schließen wir jetzt auch das Thema Mainboard ab und wir springen weiter zum dritten Punkt und zwar zum Thema Netzteil. Thema 3, Netzteil. Hier solltet ihr jetzt besonders gut aufpassen, weil ein gutes Netzteil und eine sichere und gute Verkabelung euch schützt vor Gefahrenquellen wie einem Kabelbrand, das Komponentendurchschmoren bis hin zur Brandgefahr bei euch zu Hause. Demzufolge gehe ich besonders intensiv jetzt auch auf die Verkabelung ein, weil die ist maßgeblich dafür entscheidend, wie ein Rig sicher betrieben werden kann oder nicht. Sprechen wir aber erstmal einmal ganz kurz über die Effizienz von Netzteilen. Also hier haben wir eine Grafik, wo man sehen kann, was diese einzelnen Effizienzgrade bei den Netzteilen heißen. Nehmen wir es mal an, wir haben 1000 Watt Netzteil und hier haben wir den Leistungsdurchlauf von 20 bis 100%. 100% bei einem 1000 Watt Netzteil heißt dann klar 1000 Watt, 20% 200 Watt. Und wenn wir uns hier mal so ein 80 plus Standard Netzteil nur angucken, dann heißt das, dass wenn wir 1000 Watt in dieses Netzteil reingeben, nur 800 Watt bei den Grafikkarten ankommen. Das heißt, wir haben 1/5 Verlust und rechnet das mal bitte aufs Jahr hoch in Kilowattstunden. Da kommt wirklich einiges zusammen. Deswegen solltet ihr eigentlich mindestens ein Netzteil nehmen mit dem Bronze-Standard, wenn nicht aber auch besser. Als ganz kurze Zwischeninformation für euch. Es gibt bei Netzteilen eine 80%-Regel bei 24/7-Betrieb. Und die 80%-Regel besagt, dass wenn man das Netzteil hat, im Dauerbetrieb nur 80% der Leistung nutzen sollte. Bei dem 1000 Watt Netzteil hier wären das also 800 Watt, die man sicher und ohne Probleme im Dauerbetrieb nutzen kann. Es wird garantiert nicht schlimm sein, wenn man auch 85% nutzt oder 90 Watt. Aber stellt euch mal vor, ihr habt eine Komponente, beispielsweise eine Grafikkarte, und das läuft die ganze Zeit unter Volllast. Könnt ihr euch ja denken, dass der Verschleiß dementsprechend hoch ist und dass da auch schnell was kaputt gehen kann. Deswegen diese 80%-Regel, um ein Mining Rig sicher zu betreiben. Also sagen wir mal, ihr habt ein Mining Rig, das hat beispielsweise 800 Watt Stromverbrauch. Dann solltet ihr kein Netzteil nehmen mit 850 Watt oder 800 Watt, sondern eins mit 1000 Watt, weil 80% von 1000 Watt sind 800 Watt. Und dann könnt ihr dieses Mining Rig so sicher betreiben. So, das heißt, wir gucken uns diesen Effizienzbereich hier von 100% auch gar nicht an, sondern eher so in dem Bereich hier. Und da würde ich euch, wie gesagt, schon empfehlen, holt euch mindestens einen Bronzestandard, damit ihr nicht so eine hohe Verlustleistung habt. Gehen wir aber jetzt wieder zurück zu den Netzteilen und zu den Netzteiltypen. Also, es gibt im Prinzip eigentlich 2 Netzteiltypen, und zwar die klassischen Netzteile, wie ihr sie auch schon kennt, wie hier das Netzteil hier oder das hier. Moment, kann ich ein bisschen rauszoomen? Ne, klappt nicht. Okay, machen wir das Bild weg. Und dann gibt es die Servernetzteile, die auch sehr gerne fürs Mining verwendet werden. Im Prinzip haben beide Varianten Vor- und Nachteile. Ich fange einfach mal ganz kurz hier bei den Servernetzteilen an. Bei den Vorteilen, also die sind sehr effizient und man kann die auch schon relativ kostengünstig kaufen. Das heißt, wenn man jetzt ein starkes Rig hat, dann beispielsweise, man braucht irgendwie 1,2 kW, also schon wirklich ein großes Rig. Dann kriegt man beispielsweise Servernetzteile, die irgendwie 1500 Watt haben, günstiger im Vergleich, wie wenn man jetzt so ein Netzteil mit 1500 Watt kaufen möchte. Der Nachteil an den Servernetzteilen ist, ich finde, die sind relativ laut
Und man hat die Anschlüsse nicht direkt hier am Netzteil, sondern man muss immer so ein Breakout-Board anschließen, so heißt das. Also das Ding hier, wo hier dieses schwarze Ding ist, das steckt man da dran. Dann hat man hier die Anschlüsse und da ist das Doofe, da ist nicht immer direkt ein Mainboard-Anschluss und so weiter mit dabei. Da gibt es aber auch verschiedene Adapter. Ja, anyways. Dann gibt es diese klassischen Netzteile, wie die hier. Es gibt Netzteile, da guckt der Kabelstrang hinten raus und der ist auch fest und man kann die Kabel auch nicht dran stecken oder abnehmen, wie bei den modularen hier. Die sind natürlich auch super geeignet. Achtet aber darauf, dass ihr euch ein vernünftiges Netzteil holt, wenn ihr so eins haben wollt, weil das beispielsweise jetzt hier ist ein China-Netzteil. Es gibt sehr, sehr, sehr viele China-Mining-Netzteile. Prinzipiell ist auch nichts gegen die zu sagen, aber die Chinesen flunkeln immer relativ gerne mit so Leistungsangaben. Beispielsweise hier steht jetzt drauf, dass das Netzteil 90 plus Gold Standard hat, bei 1800 Watt. Dass da Komponenten verbaut sind oder die Drähte da drin wirklich so gut sind, dass man 90 plus Standard hat, dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Es kann sein, muss aber nicht sein. Und darüber solltet ihr bedenken, wenn ihr so ein Mining Rig zu Hause habt, dann ist das die absolut höchste Priorität, dass dieses Mining Rig bei euch auch sicher und stabil läuft und dass nichts ankuckelt und auch ja nichts anfängt zu brennen. Deswegen würde ich euch empfehlen, gerade beim Netzteil, spart da keine 20 Euro oder auch keine 50 Euro. Stellt euch mal vor, euch brennt eine Grafikkarte durch. Da ist man schnell schon bei Hunderten, wenn nicht sogar über 1000 Euro Verlust. Ansonsten könnt ihr diese normalen Netzteile natürlich super nehmen, wenn da eine qualitative Marke hintersteckt. Wie gesagt, ihr könnt auch ein China-Netzteil verbauen, auf eure Gefahr. Es ist jetzt nicht super gefährlich, aber ich würde es auch nicht als 100% safe betrachten. Neben diesen Netzteilen, wo dann dieser Kabelstrang hier hinten rausguckt, gibt es dann auch die modularen Netzteile, wie das hier beispielsweise von Corsair. Die mag ich eigentlich etwas lieber, weil man kann hier dann die Kabel zu den einzelnen Komponenten dran stecken und man muss dann auch nur die Kabel dran stecken, die man wirklich braucht. Beispielsweise bei dem Netzteil hier, wenn da Kabel übrig bleiben, dann hat man den Kabelsalat halt mitten am Rig und das sieht nicht so schön aus. Und hier kann man sich, wie gesagt, aussuchen, beziehungsweise dann individuell schauen, welche Kabel man braucht und auch nur die anstecken. Darüber hinaus muss ich sagen, die Marke Corsair ist meine Lieblingsmarke fürs Mining. Ich nutze die Netzteile seit Ewigkeiten. Mir ist noch nie eins kaputt gegangen. Die laufen sicher, die laufen stabil, die haben einen relativ guten Standard und die sind auch nicht so teuer, bis 1000 Watt. Es gibt die beispielsweise auch mit 1200 Watt und ich glaube auch mehr. Die sind dann schon deutlich teurer, das tut auch dann weh im Portemonnaie. Aber wenn ihr jetzt beispielsweise nicht solche riesen Rigs baut, dann sind diese Netzteile eigentlich sehr gut. Ich sag mal, wenn ihr beispielsweise so ein klassisches Rig baut mit 6 Grafikkarten, egal jetzt ob AMD-Karten oder Nvidia-Karten, dann verbrauchen die in der Regel nicht mehr als 120 Watt. Das sind bei 6 Karten 720 Watt und dann ist man noch unter der 80%-Regel und dafür ist so ein 1000 Watt Netzteil super. Die gibt es aber auch mit 850 Watt und auch 750 Watt. Wie gesagt, da müsst ihr mal schauen und gucken, wie viel Watt oder wie viel Leistung eure Grafikkarten haben und was die verbrauchen und was für eins ihr braucht. Genau, Vorteil hatte ich gesagt, die sind sehr, sehr zuverlässig, die sind sicher und man kann die Kabel setzen, wie man möchte. Nachteil, die sind ein bisschen teurer. Kommen wir nochmal zum sicherheitsrelevanten Teil bei den Netzteilen, insbesondere zur Verkabelung. Also, es geht ja darum, dass wir das Rig sicher und vor allen Dingen nicht mit zu viel Wattzahl belasten und insbesondere auch nicht die Kabel. Weil das ist nämlich der entscheidende Faktor, wie die Kabel gelegt sind. Weil meistens kommt es zu Problemen, nicht weil das Netzteil nicht genug Leistung hat, sondern weil durch ein Kabel viel zu viel Strom fließt, wie es eigentlich nicht sein sollte. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt das Netzteil von Corsair als Beispiel, was wir hier haben. Und ich gehe einmal jetzt ganz kurz diese Anschlüsse durch, was das hier ist. Diese beiden Anschlüsse sind fürs Mainboard. Diese 8-Pin-Anschlüsse sind für den Prozessor oder für die Grafikkarten oder Riser. Und diese 6-Pinner sind gut geeignet für SATA bzw. Modex-Kabel oder 6-Pin-Kabel. Und diese ganzen Kabel, die ich gerade aufgezählt habe, die können nur bestimmte Wattleistung ab. Das heißt, da drin ist quasi ja, so ein Kupferdraht oder ich glaube, es ist ein Kupferdraht tatsächlich. So tief bin ich da auch nicht in der Materie drin. Auf jeden Fall können diese Kabel nur bestimmte Leistungen ab. Und wir fangen jetzt mal an mit den Hauptkabeln und zwar die dafür da sind, um die Grafikkarten zu betreiben. Also in den meisten Fällen sind bei den Netzteilen diese Kabel hier bei. Und zwar das Kabel kommt hier, der Teil kommt hier ins Netzteil, diese 8-Pinner,
Haben wir ja gerade schon gesehen, wo das ins Netzteil reinkommt. Und dann hat man hier diese beiden Enden. Ups. Moment, sieht man das nicht so gut? Genau. Das sind da kann man 2 8-Pinner draus machen oder diese Teile hier kann man auch abmachen. 2 6-Pinner. So. Wichtig ist aber, dass dieses Kabel insgesamt nur 288 Watt ab kann. So. Und wenn dann halt hier 2 Enden dran sind an diesem Kabel, da können da halt kombiniert, also mit beiden Enden, insgesamt 288 Watt gezogen werden. So. Dann kann man aber noch, da man bei den Netzteilen limitiert ist von den 8-Pin-Steckern hier, also von denen hier, wie man reinsteckt, diese Kabel hier erweitern mit diesen sogenannten Splittern. So. Das heißt, man kann hier aus einem Anschluss, also aus einem 8-Pin-Ende, nochmal 2 Enden rausholen. So, jetzt haben wir hier aus einem Kabel 3 Enden. Das kann man auch machen, ohne Probleme, solange insgesamt nur 288 Watt durch dieses Kabel gehen. Also beispielsweise, das Kabel hier zieht 100, das zieht auch 100 und das 60, sind 260 Watt. Das Kabel kann 288 Watt ab, also ist überhaupt kein Problem. Man kann auch theoretisch gesehen, auch hier noch auf diesen Teil, Moment, noch einen zweiten Splitter drauf packen. Das heißt, wir haben aus einem Kabel jetzt hier 4 Enden gemacht. Und das ist auch kein Problem, solange die Wattzahl insgesamt nicht über 288 liegt. So, ich glaube, ihr versteht, worum es geht. Genau, das ist nämlich das absolut Relevanteste beim Mining. Und da passieren die meisten Fehler, dass man durch ein bestimmtes Kabel zu viel Watt durchführt. Dementsprechend müsst ihr schauen, wie viel Watt eure Grafikkarte im Mining-Betrieb braucht. Jetzt ist hier nochmal zu unterscheiden, und das ist ganz, ganz wichtig, und das erwähne ich jetzt einmal kurz, ob ihr unter Windows meint oder unter HiveOS. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, unter HiveOS zu meinen, weil unter Windows, also die Grafikkarten müssen ja geoverclockt werden. Das heißt, der Stromverbrauch wird gedrosselt und die Leistung wird ein bisschen nach oben gepackt, um halt so einen Sweet Spot zu finden, dass die Grafikkarte am effizientesten läuft. Wenn Windows irgendwann mal abschmieren sollte oder irgendein Error ist, dann setzen sich diese Werte zurück. So, jetzt nehme ich beispielsweise mal die RX 570, also die Grafikkarte hier von Sapphire. Im Gaming-Betrieb, im normalen Betrieb, zieht die bis zu 190 Watt, also richtig viel. Im Mining-Betrieb zieht diese Grafikkarte aber nur um die 80 bis 85 Watt. Das ist also ungefähr die Hälfte. Jetzt ist das so, wenn ihr unter Windows am Minen seid, ja, und die Grafikkarte gedrosselt ist, dann zieht die beispielsweise statt 120 Watt oder 130 Watt, was die ohne Overclock ziehen würde, dann nur 85. Ist ja schön und gut. Wenn sich das dann aber zurücksetzt und die Grafikkarte auf einmal deutlich mehr Watt zieht, dann müsst ihr das unbedingt im Hinterkopf behalten, dass ihr die Kabel nur so verkabelt, dass ihr immer ein gewisses Backup habt. Wenn wir beispielsweise jetzt aber mit HiveOS meinen, dann ist das so, dass auch wenn das Rig mal abstürzen sollte, die Werte automatisch sofort wieder eingestellt werden und immer die gleichen Overclock-Settings genutzt werden. Das heißt, ihr seid, was die Verkabelung angeht, ein bisschen besser auf der sicheren Seite und müssen nicht ganz so hohe Toleranzräume übrig lassen. Also ein Kabel 288 Watt und da solltet ihr auch darauf achten, was eure Grafikkarte zieht. Also beispielsweise eine AMD RX 470, 480, 75, 580 zieht im Mining-Betrieb um die 60 bis 90 Watt, je nach Karte und je nach Aftermarket-Hersteller. Und wenn die Karten nicht geoverclockt sind, ziehen die deutlich mehr. Das ist unter Windows eine Gefahr, unter HiveOS eher nicht, weil bei HiveOS die Werte, also die Overclock-Settings gespeichert werden. Nur bei Windows werden die halt zurückgesetzt. Also nochmal, achtet darauf. Wenn ihr jetzt so High-End-Karten habt, wie beispielsweise eine Nvidia RTX 3090, die ziehen im Mining-Betrieb, glaube ich, 280 Watt, wenn die geoverclockt sind, oder 250 Watt, nagelt mich nicht drauf fest. Und dann ist so ein Kabel das Mindeste, wie ihr das versorgen müsst, oder wie ihr die Karte versorgen müsst. Jetzt kommt aber das große Aber, und zwar die Karte hat eigentlich hier, könnt ihr sehen, 3 8-Pin-Anschlüsse, weil die Karte im Normalfall bis zu, ich glaube, 400 Watt ziehen kann oder 450 Watt sogar. Und da könnte man sich ja denken, okay, fürs Mining, da reicht jetzt so ein Kabel, da macht man hier einen Splitter drauf, so, und dann ist das Ganze ja ganz gut. Unter HiveOS, okay, könnte man so machen, unter Windows auf gar keinen Fall. Wenn sich die Overclock-Settings dann zurücksetzen, dann hat man ein Problem, weil dann die Karte vielleicht 400 Watt hier durchzieht. Das ist deutlich zu viel. Generell sollte man die Karte aber auch unter HiveOS lieber mit 2 Kabeln versorgen, um auf der sicheren Seite zu sein.
Das mit der Grafikkarte und den Kabeln habt ihr, denke ich, jetzt verstanden. Jetzt springen wir einmal noch mal ganz kurz in die Kombination von Karte und Riser. Hier haben wir jetzt die Grafikkarte mit dem PCIe Riser. So, genau, die habe ich ja am Anfang schon einmal ganz kurz gezeigt. Die Karte kommt hier drauf. Jetzt ist das so, eine Grafikkarte zieht über 2 Punkte Strom. Hauptsächlich über die Konnektoren hier, also über diese 8-Pinner oder 6-Pinner jetzt hier, beziehungsweise hier könnt ihr auch sehen, diese 3 8-Pinner. Die Karte zieht aber auch bis zu 75 Watt über diese PCIe X16 Anschlüsse. Diese Karte jetzt hier, die verbraucht ja im Mining-Betrieb nur so 80, 85 Watt, im normalen Gaming-Betrieb bis 190 Watt. Und diese Stromleistung kommt dann halt zu einem Teil hier durch. Die Karten hier ziehen aber durch den Riser jetzt keine 75 Watt, sondern eher so maximal 30 Watt, vielleicht 35 Watt. Bei einer RTX 3090 sieht das aber anders aus. Es kann halt schon mal ein bisschen mehr sein. Worauf ich hinaus möchte ist, wir haben ja jetzt hier diese tollen Riser. Und zwar einmal ein relativ neues Modell. Und das hier ist ein altes Modell. Ups, auf die kommen wir auch gleich noch mal ganz kurz zu sprechen. Aber es geht jetzt um die Stromversorgung. So, bei diesem alten Riser hier, ja, kann man das Ding versorgen über einen 6-Pinner, also 6-Pin-Anschluss, ups, da. Oder über Molex, da. Moment. Oder über einen SATA-Anschluss, so kann man den besser sehen, da. Das ist, wie gesagt, spiegelverkehrt immer super schwierig. Wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass eine Grafikkarte bis zu 75 Watt über den Riser, also hier drüber ziehen kann, dann ist in dem Fall ein SATA-Anschluss überhaupt keine gute Idee. Ich habe hier auch schon das Bild aufgemacht, und zwar über so ein SATA-Kabel. Ich fürchte, ich habe jetzt leider keins hier. Kann man nämlich nur maximal 54 Watt übertragen. Moment, hier. Genau. Wenn jetzt die Karte aber bis zu 75 Watt zieht, also eins dann eher der Top-Modelle, wie beispielsweise eine RTX 3090, dann gehen hier deutlich zu viel Watt durch. Und dementsprechend sollte man bei den Risern immer, und dann meine ich wirklich immer, die SATA-Anschlüsse weglassen. Es sei denn, man ist sich zu 100% sicher, dass die Grafikkarten über den Riser nicht mehr als 45, 50 Watt ziehen. Bei den Polaris-Karten, also die RX 470, 480 und so weiter, die sind garantiert unter 50 Watt. Trotzdem würde ich empfehlen, nutzt keine SATA-Anschlüsse für die Riser, sondern immer mindestens einen Molex-Anschluss. Und zu dem Molex-Kabel habe ich euch auch hier schon die Grafik aufgemacht. Das ist übrigens dieses Kabel hier. Moment. Genau, mit den Enden. Und das sieht dann so aus. Da. Durch dieses Kabel können insgesamt 156 Watt durch. Jetzt kann hier einer von diesen Konnektoren bis zu 75 Watt übertragen. Also bei SATA, also an so einem SATA-Ding sind es 50 Watt. Bei Molex sind es 75 Watt. Jetzt hat das Kabel hier beispielsweise 4 Molex-Anschlüsse. Also sollte man davon nur maximal 2 Stück nutzen, damit da nicht mehr als 156 Watt durchfließen. Also im Prinzip das gleiche wie bei den anderen Kabeln. Hier könnt ihr das auch sehen. Ups, da. Wenn ihr jetzt wisst, dass beispielsweise die Grafikkarte im Mining-Betrieb, keine Ahnung, 45 Watt über den Riser zieht, dann könnt ihr eigentlich auch 3 Anschlüsse hiervon nutzen. Ich würde aber trotzdem sicher gehen und einfach am besten nur 2 Anschlüsse nutzen. Safety first, wirklich. Es ist ein Kabel. Man sollte sich dann die Mühe machen, um ein Kabel mehr zu verlegen. Einfach nur, um nachts auch in Ruhe schlafen zu können. So, das heißt, die Riser mindestens mit Molex-Kabel mit Strom versorgen. Das war ja so, also hier beispielsweise bei dem neueren Riser hat man 3 Möglichkeiten. Entweder man versorgt den hier vorne über einen 6-Pinner, an der Seite über einen Molex-Anschluss oder über den 6-Pinner. Und ups, da, über den hier. Gleichzeitig kann man die, glaube ich, gar nicht mit Strom versorgen, muss sich dann für einen Anschluss entscheiden. So, bei den großen Top-Modellen, also wie beispielsweise RTX 3090, würde ich einfach tendenziell immer einen 6-Pinner-Anschluss nutzen, um den Riser so zu versorgen. Wie gesagt, bei bestimmten Grafikkartenmodellen muss man das nicht unbedingt. Wie gesagt, der Riser zieht ja eigentlich auch nur maximal 75 Watt und Molex ist für 75 Watt ausgelegt.
Aber wie bei der 80%-Regel sollte man vielleicht eben nicht die ganze Zeit im Dauerbetrieb 100% der Leistung abrufen. Jetzt kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten Teil der Hardware-Komponenten, und zwar zu den Grafikkarten. Weil die Grafikkarten entscheiden letztendlich darüber, inwieweit euer Mining-Vorhaben profitabel und rentabel oder eben nicht ist. Also fangen wir einmal kurz an. Was für Grafikkarten gibt es? Im Prinzip gibt es nur 2 Grafikkarten-Chip-Hersteller. Also Chips und nicht die Grafikkarten an sich. Da gibt es natürlich viel mehr Anbieter. Aber das Herzstück der Grafikkarte ist eben der Grafikkarten-Chip, der dann quasi auch dafür verantwortlich ist, wie eure Hashleistung ist. Und da gibt es nur 2 Hersteller. Das ist einmal AMD und einmal Nvidia. Und diese Grafikkartenchips sind quasi in allen Grafikkarten verbaut, die ihr auf dem Markt aktuell bekommt. Über die beiden sprechen wir auch nur. Intel arbeitet zwar auch gerade an eigenen Chips und eigenen Grafikkarten, die sind aber noch nicht auf dem Markt und deswegen kann ich da auch noch nicht viel zu sagen. Aber zu den AMD-Karten. Ein Beispiel. Also eine Beispielkarte wäre die AMD RX 580 oder die RX 6600er. Oder bei Nvidia ein paar Beispiele zu nennen. Da gibt es die RTX 3000er Chip-Serie und das ist dann beispielsweise die RTX 3070 oder 3080. Und um diese Grafikkartenchips, die es dann gibt, bauen eben verschiedene Anbieter die fertige Grafikkarte drumherum. Dann mit eigenem oder verschiedenen Kühlkörpersystemen, mit RGB-Beleuchtung und was es da nicht alles gibt. Und von diesen Anbietern gibt es echt viele. Kann sein Sapphire, XFX, MSI, PowerColor, Asus, Zodec. Da gibt es wirklich viele Anbieter. Und je nach Grafikkartenchip bzw. je nach Serie gibt es dann verschiedene Anbieter, die bessere Grafikkarten fürs Mining bauen oder eher nicht so gute Grafikkarten fürs Mining. Und der Hauptunterschied darin ist dann meistens der Stromverbrauch. Ich gebe euch ein Beispiel. Die AMD RX 580 Sapphire verbraucht ungefähr 80 Watt beim Mining. Die AMD RX 580, also die auf dem gleichen Chip beruht, von PowerColor zieht beispielsweise 100 Watt. Das heißt, wir haben 20 Watt Unterschied und das ist schon eine Menge. Und dementsprechend sollte man schon darauf achten, von welchem Anbieter man die Grafikkarte letztendlich kauft. So, und jetzt gebe ich euch mal ein Beispiel hier für Grafikkartenanbieter. Und zwar hier haben wir die RTX 3070. Und da gibt es hier beispielsweise die Asus GeForce RTX 3070, Asus ROG Strix Gaming RTX 3070 oder die von Zotac. Dann gibt es beispielsweise hier bei der AMD RX 570 MSI-Karten, Asus-Karten, Sapphire-Karten, PowerColor-Karten und so weiter und so fort. Warum die sich optisch so unterscheiden, also beispielsweise, ich gehe nochmal zurück auf die RTX 3070er. Hier diese Grafikkarte von Asus ist speziell gebaut worden fürs Gaming. Weil beim Gaming ist das so, dass die Grafikkartenchips besonders viel Leistung erbringen müssen. Dementsprechend werden sie gut warm, weil viel Strom zugeführt wird. Und da müssen die Grafikkarten besser kühlen. Weil wenn die Grafikkarte die ganze Zeit extrem beansprucht wird, im Dauerspielbetrieb, dann muss halt mehr Kühlleistung da sein. Die Grafikkarten kann man natürlich auch zum Gaming nutzen, aber eben die können besser beansprucht werden. Jetzt aber beim Mining ist der Unterschied, ihr könnt euch vorstellen, dass die Karte weniger Strom verbraucht, oder tendenziell eher weniger Strom als die, wo 3 Lüfter betrieben werden müssen und hier beispielsweise nur 2. Das ist nur ein ganz einfaches Beispiel, da gibt es natürlich noch andere Unterschiede. Aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Also wie gesagt, es gibt eben verschiedene Anbieter und da würde ich, bevor ihr euch für Grafikkarten entscheidet, immer noch mal nachschauen, welche Grafikkarten wie viel Strom letztendlich verbrauchen. Und da kann man immer gut bei Reddit schauen oder googeln, da gibt es eigentlich immer irgendjemanden, der da schon ein paar Tests gemacht hat. Generell empfehlenswert sind auf jeden Fall die Karten von Sapphire, von XFX. Die Karten sind auch ziemlich gut. Zotac hat auch ein paar ganz gute Grafikkarten. Ja, genau. Das vorweg einmal als Beispiel. Und jetzt kommen wir zu einem relativ wichtigen technischen Merkmal der Grafikkarten, und zwar zum Grafikkartenspeicher. Mal ein Beispiel. Hier könnt ihr sehen, bei der ASUS Grafikkarte, die hat 8 GB Grafikkartenspeicher. Beispielsweise hier bei der RTX 3080, die hat 10 GB, die 12 GB, die auch wieder 12 GB und so weiter und so fort. Warum das jetzt relevant ist, also fürs Mining wird quasi das Blockchain-File, man nennt das auch DAC-File hier, auf den Grafikkartenspeicher temporär geladen, dass die Grafikkarte das Ganze vernünftig rechnen kann.
Und beispielsweise bei Ethereum ist dieses DAC-File aktuell 4,8 GB groß. Das heißt, dass ihr mit 4 GB Karten kein Ethereum minen könnt, weil eben dieses DAC-File nicht auf den 4 GB Grafikkartenspeicher passt. Das heißt, ihr braucht aktuell fürs Ethereum-Schürfen mindestens Karten, die 5 GB Grafikkartenspeicher haben. Mal vom Zeitraum, am 25.08.22 hat dann das DAC-File 5 GB und ab dem 11. Juli 24 6 GB. Das dauert also noch ein bisschen, aber nur als Beispiel dafür. Also wenn ihr beispielsweise eine AMD RX 480 Grafikkarte habt oder kaufen wollt, dann achtet darauf, dass ihr keine 4 GB habt oder nehmt, sondern mindestens 8. Also die Karten gibt es nur mit 4 oder 8 GB, nicht mit 6. Wenn ihr euch aber neue Karten kauft, dann müsst ihr euch da wahrscheinlich keine Sorgen machen, weil die haben, ich glaube, mindestens 8 GB, häufig aber auch 10 oder 12 oder noch mehr Gigabyte Grafikkartenspeicher. So, um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen, also es gibt 2 Chip-Hersteller, es ist AMD und Nvidia. Es gibt Anbieter, die dann mit diesen Chips fertige Grafikkarten bauen und die sehen unterschiedlich aus. Ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig. Und ein wichtiges Merkmal ist, dass die Karte genug Grafikkartenspeicher hat, eben dass man das DAC-File von der Blockchain, die man schürfen möchte, darauf laden kann. Und jetzt will ich noch auf ein ganz kleines Merkmal eingehen, was nur die Nvidia-Karten betrifft, und zwar die Light Hashrate-Funktion. Also wenn ihr schon mal nach Grafikkarten geschaut habt, dann habt ihr bestimmt schon mal in dem Namen der Karte LHR gesehen. Und LHR steht für Light Hashrate. Und was das ist ein Hashrate-Begrenzer von Nvidia, der die 100% Hash-Leistung auf 50% Hash-Leistung drosselt. Also beispielsweise die RTX 3080 macht um die 100 Megahash und wenn die über die LHR-Funktion verfügt, dann macht sie eben nur 50. Und warum Nvidia das gemacht hat, ganz kurz, die ganzen Miner haben alle Karten weggekauft und die Gamer haben keine Karten mehr gekriegt oder sie waren viel zu teuer. Und um die Gamer zu schützen, hat dann Nvidia eben die ganzen Karten, die ab Mai 2021 gebaut worden sind, mit dieser LHR-Funktion ausgestattet. Stand heute, und wir haben jetzt Juni 2022, kann man diese LHR-Funktion mit bestimmten Minern zu 100% umgehen. Bis vor ein paar Wochen war das nicht so, da konnte man nur die LHR-Funktion so ein bisschen umgehen. Also beispielsweise statt 50% ist man dann auf 70% hochgekommen. Also eigentlich dürfte euch jetzt dieses LHR-Thema nicht mehr stören, weil es werden zwar aktuell nur noch Karten mit LHR-Funktionen verkauft, aber man kann sie eben über bestimmte Miner umgehen und dementsprechend müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Was jetzt aber der Knackpunkt ist bei der Grafikkartenauswahl ist, dass verschiedene Grafikkartenchips ganz unterschiedliche Leistungsmerkmale haben. Also beispielsweise die RTX 3070er Chips von Nvidia, die sind super effizient. Die machen eine gute Hash-Leistung bei relativ wenig Stromverbrauch. Wiederum ist beispielsweise die AMD RX 590 nicht so leistungsstark, aber zieht dafür unglaublich viel Strom. Das heißt, in der Grafikkartenauswahl liegt letztendlich der entscheidende Faktor darüber, inwieweit das Mining-Vorhaben rentabel ist oder nicht. Wenn ihr beispielsweise bei euch zu Hause minen wollt und ihr sitzt in Deutschland und ihr habt keine Solaranlage auf dem Dach oder keine Stromflatrate, dann solltet ihr natürlich maximal stromeffiziente Karten nutzen bei den teuren Strom hier in Deutschland und nicht Karten, die jetzt viel Strom verbrauchen. Und dafür zeige ich euch jetzt einmal folgende Tabelle. So, und diese Tabelle hier ist für euch ein super Tool herauszufinden, welche Grafikkarten für euch am besten sind. Also, hier sind die ganzen Grafikkartenmodelle aufgelistet. Das sind die Standardmodelle von Nvidia und von AMD. Es gibt natürlich ein paar mehr Grafikkarten, die man auch fürs Mining nutzen kann, aber das sind so die gängigen Typen. Ihr könnt ja, wenn ihr noch andere Modelle vergleichen wollt, die einfach hinzufügen und dann hier die Formeln erweitern. Auf jeden Fall, das hier sind die Neupreise für die Karten. Hier die Karten, die gibt es nicht mehr neu. Das sind gebrauchte Preise von eBay. Das sind die Hashrates, die die Karten machen. Das ist der Stromverbrauch. Das ist der Kostenfaktor, wie viel man bezahlen muss für die Leistung von einem Megahash bei der Karte, für neue Karten und für gebrauchte Karten. Und das ist der Stromverbrauch pro Megahash. Vorab ist auf jeden Fall ganz kurz zu sagen, als ich die Tabelle gemacht habe, war die LHR-Funktion nur bis zu einem bestimmten Punkt umgehbar. Also beispielsweise die normale Karte hat eine ungefähr 100 Megahash gemacht und mit LHR-Funktion und der Umgehung da 65
Jetzt kann man das natürlich eigentlich, theoretisch gesehen, rauslöschen, weil die LAR-Funktion kann man zu 100% umgehen. Ich lasse es einfach trotzdem mal drin für euch. Was ihr auf jeden Fall sehen könnt, dass die ganzen Karten wirklich ganz unterschiedliche Leistungswerte haben. Ihr könnt sehen, dass es hier total bunt ist. Grün ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, rot ist kein gutes Zeichen. Vergleichen wir mal direkt zwei Karten. Ich nehme mal hier oben die GTX 1660. Die kostet bei Idealo ungefähr oder über Idealo 329 €, macht 21,3 Megahash bei Ethereum. Das heißt, man müsste ungefähr pro Megahash, den man bekommt, 15,40 € zahlen. Bei der, nehmen wir mal hier die RX 6600, die kostet 396 €, macht 29,1 Megahash. Da zahlt man ungefähr 13,59 €. Wenn man jetzt aber die gebrauchte RX 470 holt, zahlt man pro Megahash nur 7,13 €. Das heißt, das ist weniger als die Hälfte von der GTX 1660. Das heißt, ihr könnt sehen, es gibt erhebliche Unterschiede in den Anschaffungskosten der Grafikkarten. Wenn man jetzt noch den Stromverbrauch mit hinzunimmt, sieht man beispielsweise, dass die RX 470 im relativ guten Bereich ist beim Watt pro Megahash mit 2,1 Watt pro Megahash. Die GTX 1660 wiederum hat 4,1 Watt pro Megahash. Das heißt, die Karte ist fürs Mining eigentlich überhaupt ziemlich kacke. Vor allem, also wenn ihr auf den Strom achten müsst. Wenn euch die Stromkosten egal sind, ist es natürlich eine andere Sache. Vielleicht macht ihr hier einen guten Deal. Aber tendenziell ist die GTX 1660 jetzt nicht so super. Nehmen wir mal jetzt hier die GTX 1660 Super. Die macht 31,6 Megahash. Das heißt, man ist bei einem Neupreis von 10,3 € den Megahash bzw. 9,4 € gebraucht. Das ist eigentlich ziemlich gut. Die ist auch vom Stromverbrauch her ein bisschen besser. Tendenziell kann man aber sagen, dass beispielsweise die Polaris-Karten, das sind die hier, sehr gut sind. Zum einen die RX 6600 und die RX 6600 XT sind auch ziemlich cool. Die sind zwar neu ein bisschen teurer, aber die sind vom Stromverbrauch her absolut fantastisch. Und wenn ihr beispielsweise mal schaut, hier habe ich ungefähr 30 Cent Stromkosten einkalkuliert. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet, verbraucht die RX 6600 ungefähr, Moment, ein bisschen im Kopf rechnen, 30 € weniger als hier die RX 470. Das heißt, ihr müsst auch mal vom Neupreis so ein bisschen schauen. Beispielsweise sagen wir mal, ihr kriegt die gebraucht für, einfach mal fiktive Zahl, 300 €. Die würde 275 kosten. Da würde ich tendenziell eher zum neuen RX 6600 raten, weil über die Zeit gerechnet spart ihr viel Strom und habt auch gleichzeitig noch eine neue Karte. So, und anhand dieser Excel-Liste könnt ihr dann die Grafikkarten auswählen, die für euch perfekt passen. Eine ganz kurze Zwischeninfo aber nochmal, ihr müsst nicht, wenn ihr jetzt einen 6er-Rig baut, 6-mal die gleiche Grafikkarte nehmen, sondern ihr könnt auch verschiedene Karten nehmen. So beispielsweise ihr nehmt eine RX 6600 und eine RTX 3070 und eine GTX 1660, super, wenn ihr die haben wollt. Also ihr könnt da auf jeden Fall mixen. Die Excel-Tabelle dient euch auf jeden Fall dazu, welche Karten man eher kaufen sollte und welche eher nicht. Und wenn ihr euch auf einer coolen Webseite auch nochmal schlau machen wollt, was für Grafikkartenmodelle es überhaupt gibt, was für Hash-Leistungen die haben, wie viel Strom die verbrauchen und wie viel Umsatz die generieren, da kann ich euch die Seite Minerstats, also minerstat.com, herzlich empfehlen. Und bei minerstat.com/hardware könnt ihr euch die ganzen Grafikkartenmodelle anschauen, die zum Mining genutzt werden können. Also beispielsweise, ich gehe jetzt mal hier auf die A4000, die hatte ich in der Excel-Tabelle nicht drin. Da könnt ihr euch anschauen, okay, ich mache mal kurz die Zusatzsachen aus. Wie viel Leistung macht die bei Ethereum? Wie viel Stromverbrauch hat die? Wie viel Umsatz ist das aktuell täglich? Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auch sehr gut schlau machen rund ums Thema Grafikkarten und Leistung. Sprechen wir jetzt einmal ganz kurz über die Lebensdauer der Grafikkarte. Also, wenn man die Grafikkarte ordentlich pflegt, das heißt, die Karten laufen nicht zu warm, sie werden regelmäßig entstaubt und man wechselt auch ab und zu die Wärmeleitpaste und die Wärmepads, dann halten die Karten schon mehrere Jahre. Man kann natürlich jetzt nicht genau vorhersagen, wie lange so eine Lebensdauer von einer Grafikkarte sein wird. Es kann 3 Jahre sein, es können 5 Jahre sein, aber in der Regel, wenn man da vernünftig mit umgeht, vor allen Dingen, wenn die Karten nicht zu warm werden, dann halten die schon sehr lange. Als kleiner Tipp für zwischendurch, beispielsweise bei der RX 6600 konnte man bei einigen Anbietern Zusatzgarantie kaufen. Das heißt, man hatte, glaube ich, 1 oder 2 Jahre Garantie,
konnte noch 1 oder 2 Jahre dazu abschließen. Und so kann man, ich glaube, es war 50 bis 60 Euro. Und so kann man sich natürlich mit einer super langen Garantiezeit extrem sicher gehen, dass da nichts dazwischen kommt und dass die Karte hält. Und das ist natürlich gerade beim Mining, was ein sehr quantifizierbares Business ist, eine super Sache, weil man halt eben mit ganz klarer Gewissheit sagen kann, okay, die Karte kann ich wirklich so lange nutzen und so lange kann ich damit Einnahmen generieren. Jetzt gehen wir noch einmal ganz kurz zurück zum Thema Lebensdauer und Temperatur von Grafikkarten. Und zwar dazu möchte ich euch einmal folgende Tabelle zeigen. Hier könnt ihr sehen, welche Betriebstemperaturen für die Grafikkarten am besten geeignet sind fürs Mining. So, der Sweet Spot wird hier angegeben von 56 bis 71 Grad. Ich achte eigentlich eher darauf, dass die Karten, gut je nach Modell, zwischen 50 und maximal 65 Grad haben. Es gibt auch ein paar RTX-Modelle, die auch bei 70 und 75 Grad ohne Probleme laufen können oder auch im Sommer vielleicht teilweise sogar noch ein bisschen mehr. Aber ganz klar ist zu sagen, je kälter die Karten laufen, desto besser. Gut, jetzt wenn die Karten hier irgendwie 26 bis 30 Grad haben, da kann schon sein, dass da irgendwas nicht stimmt. Teilweise ist es nämlich auch so, dass im Hive OS falsche Temperaturen angezeigt werden. Das liegt dann daran, dass irgendwie der Temperatursensor oder sowas kaputt ist oder dass es irgendwie ein Kommunikationsproblem gibt zwischen der Grafikkarte und dem Betriebssystem. Generell lässt sich aber sagen, so um die 55 Grad ist wirklich ein ziemlich guter Wert, was die Temperatur angeht bei den Grafikkarten. Und damit können wir das Kapitel Grafikkarten auch schon abschließen. Ich denke, ihr habt jetzt alle relevanten Informationen, um selbstständig ein gutes Grafikkartenmodell für euer Mining Rig auszuwählen. Und wir springen jetzt weiter und sprechen einmal ganz kurz über Riser. Sprechen wir jetzt einmal ganz kurz über GPU Riser. Das sollten wir eigentlich relativ schnell abhaken können, das ist nämlich super einfach. Erstmal vorab, GPU-Riser haben wir ja gerade schon gelernt, sind Verlängerungen, die vom Mainboard zur Grafikkarte führen. Eben, dass die Grafikkarte nicht direkt aufs Mainboard draufgesteckt werden muss. Es gibt da ganz viele verschiedene Versionen. Aktuell gibt es jetzt im Neukauf nicht mehr so viele, vielleicht gibt es Gebrauch noch ein paar ältere Versionen. Und darauf komme ich jetzt einmal zu sprechen. Und zwar, ich gehe mal kurz hier drauf. Also Riser sahen früher übrigens so aus. Ja, das heißt, es waren ganz stumpfe, fehleranfällige Verlängerungen, wo dann die Grafikkarten dran gesteckt worden sind. Die sind beispielsweise heute auch gar nicht mehr nutzbar, weil die Grafikkarte halt eben über den Riser-Anschluss ja mittlerweile bis zu 75 Watt ziehen kann. Und hier kann auf jeden Fall nicht genug Strom übertragen werden. Dementsprechend sind irgendwann dann neuere Versionen dazugekommen, beispielsweise die Riser hier. Da könnt ihr aber sehen, die haben beispielsweise jetzt hier auch nur so einen Molex-Anschluss. Also so wie hier. Molex kann ja bis zu 75 Watt ab. Für neuere Karten würde ich es aber trotzdem nicht empfehlen. Für ältere Modelle ist das in Ordnung. Welche Riser deutlich besser sind, und das sind auch die ihr eigentlich gängig bei Amazon bekommt und auch bei AliExpress und so weiter, sind diese Riser hier. Beispielsweise PCIe Riser mit der Versionsnummer 009S. Das ist ein sehr guter Riser, die laufen sehr stabil. Davon habe ich wirklich viele genutzt und verbaut schon. Die sind so gut wie nie kaputt gegangen. Die haben hier einen 6-Pin-Anschluss, einen Molex-Anschluss und noch einen 6-Pin-Anschluss, den ihr nutzen könnt. Einen relativ guten USB-Kontakt, also so einen USB-Slot. Ansonsten, welche auch noch gut sind, ist die Version, Moment, ich zeige es einmal hier, die Version 10S. Die sind noch ein bisschen neuer. Die haben beispielsweise hier, könnt ihr sehen, so Lichtindikatoren, ob eure Grafikkarte vernünftig läuft, noch Strom bekommt und so weiter. Und noch eine bessere Einrastfunktion, finde ich. Also hier kann man die Grafikkarte ganz gut festmachen mit diesen Dingern. Im Prinzip tut sich da aber nicht viel. Und ich würde an eurer Stelle schauen, beispielsweise jetzt hier kosten 6 Stück 37 Euro. Hier kosten 6 Stück 44 Euro. Gut, sind das nur 7 Euro Preisunterschied. Ich würde euch empfehlen, nehmt einfach die vernünftig verfügbar sind und günstig. Aber achtet darauf, dass ihr sowas wie eine Version 009S nimmt oder 10 oder mehr. Die älteren Riser sind nämlich teilweise fehleranfällig, die gehen gerne mal kaputt. Die Grafikkarten werden da nicht richtig erkannt und das ist eigentlich ziemlich ärgerlich, weil man versucht ja beim Mining, dass das Rig 24/7 läuft. Und wenn dann mal eine Grafikkarte für ein paar Stunden ausfällt, dann muss man es reparieren, dann macht man das Rig aus. Da geht natürlich die Profitabilität nach unten. Deswegen neuere Riser-Versionen kaufen und das war's auch schon.
Und wir springen jetzt zum letzten Hardware-Teil und zwar zu dem ganzen Zusatzzubehör, was wir brauchen für das Rig. So, und jetzt kommen wir zum letzten Teil der Hardware-Komponenten und zwar zu den ganzen Zusatzsachen, die wir brauchen. Das ist im Prinzip nicht viel, angefangen mit einer SSD, also einer Festplatte, wo wir das HiFi-OS draufziehen können. Dann brauchen wir noch Gehäuselüfter bzw. diese Zusatzlüfter, die ans Rig angebracht werden, noch ein SATA-Kabel, dann eventuell noch ein bisschen Wärmeleitpaste oder Splitterkabel, je nachdem, was für ein Netzteil ihr habt. Aber ich würde sagen, wir gehen die Liste einmal ganz kurz durch. So, also erstmal ganz kurz vorweg. Für HiFi-OS braucht man ungefähr 7 GB Speicherplatz. Das heißt, ihr solltet mindestens eine SSD holen, die mehr als 8 GB hat. Ich glaube, es gibt sogar gar keine SSDs, die über so wenig Platz verfügen. Ich glaube, die Mindestgröße, die man so verfügbar kriegt, sind 64 GB. Ich selber nehme immer für meine Rigs die Intenso SSDs. Die sind sehr, sehr günstig. 120 GB sind zwar ein bisschen zu viel Speicherplatz, aber die kosten nur 16,30 € und sind über Prime kostenlos lieferbar und sind immer super schnell da. Die kann ich euch empfehlen. Ansonsten tut auch so eine Festplatte von PNY ja ihren Job oder alle anderen Festplatten, die man so kriegen kann. Da würde ich echt drauf achten. Also die Übertragungsgeschwindigkeit ist eigentlich relativ egal, weil ihr bespielt die ja nicht ständig neu mit Daten oder zieht keine Daten runter. Wichtig ist es einfach nur, dass es eine schöne SSD ist, die vernünftig läuft. Und das sind meiner Meinung nach eigentlich alle. Ihr könnt ansonsten auch HiFi-OS über einen USB-Stick laufen lassen. Das würde ich euch aber nicht empfehlen. Das funktioniert zwar auch, aber wir wollen natürlich 24/7 einen stabilen und vor allen Dingen konstanten Lauf des Rigs haben. Und dementsprechend würde ich euch echt empfehlen, da 5 € mehr für auszugeben. Ansonsten, braucht man noch ein SATA-Kabel, um eben dann diese Festplatte mit dem Mainboard zu verbinden. Da könnt ihr egal was für ein SATA-Kabel nehmen. Ich bestelle die auch mal bei Amazon, die sind günstig, die sind schnell lieferbar. Vielleicht kriegt ihr die auch in eurem lokalen Computerstore. Links habe ich euch auf jeden Fall auch in die Einkaufsliste gepackt. Ansonsten, das hier wären noch Splitterkabel. Das heißt, je nachdem, was für ein Netzteil ihr habt, ob ihr jetzt eins von Corsair nehmt und genug Stromkabel habt für euer Mining Rig oder ob ihr noch zusätzliche PCIe-Enden braucht, dann sind Splitterkabel von Amazon auch super. Die kriegt ihr übrigens auch bei AliExpress für ein bisschen weniger Geld, habt dann aber halt eben mal 4 bis 6 Wochen Lieferzeit. Ansonsten sind das hier nochmal die Splitter, die ich euch schon mal gezeigt habe. Da kann ich euch die hier empfehlen. Die haben immer unterschiedliche Namen, aber im Prinzip, also unterschiedliche Firmen, aber im Prinzip sind das alles die gleichen. Dieser Splitter ist sehr cool hier, der ist auch nicht so teuer, der kostet nur 25 €. Ansonsten tun es auch die ganzen anderen Splitter hier, der ist auch gut bewertet. Ein paar sind weniger gut bewertet. Genau, Links sind auch beigefügt. Kommen wir nun zu den Gehäuselüftern. Und zwar, ich persönlich mag immer gerne RGB-Lüfter. Also ich mag es, wenn das Rig schön aussieht und wenn das generell ästhetisch im Raum steht, auch wenn es im Keller verschwinden sollte. Und dementsprechend nehme ich halt immer RGB-Lüfter. Da finde ich die von SD-Fab oder wie das ausgesprochen wird, relativ cool. Also die leuchten sehr schön. Die sind preislich, glaube ich, mit die günstigsten, die es gibt. Und ja, da könnt ihr verschiedene Farben auswählen, auch hier über die Fernbedienung. Ansonsten, wenn euch die Optik egal ist, dann könnt ihr natürlich auch so ganz standardmäßige, schlichte Gehäuselüfter nehmen, ohne RGB-Beleuchtung. Die sind dann auch ein bisschen günstiger, haben teilweise auch ein bisschen mehr Luftdurchsatz. Aber da könnt ihr euch natürlich frei entscheiden, was für euer Rig oder für eure Ansprüche am besten passt. Hier empfehle ich euch aber auf jeden Fall, wenn ihr ein Rig baut mit vielen Karten und diese Karten eng beieinander sind oder ihr das Rig irgendwo hinstellt, wo es generell ein bisschen wärmer ist, da würde ich auf jeden Fall Gehäuselüfter nehmen, die wirklich einen hohen Luftdurchsatz haben. Also jetzt nicht unbedingt RGB-Lüfter, die pusten zwar auch ein bisschen Luft, beispielsweise die haben hier einen Luftdurchsatz von... Gut, ich sehe es gar nicht auf die Schnelle. Bei denen kann ich es euch zeigen. Genau, das ist der Luftstrom, der da durchgeht, beispielsweise 56,3. Hier, die haben, vielleicht steht es ein bisschen weiter unten, einen Luftdurchsatz von 48,7. Das heißt, die haben jetzt ein bisschen mehr Power. Es gibt auch garantiert welche, die 70 haben oder auch 80. Da würde ich euch echt empfehlen, wie gesagt,
bei hohen Temperaturen oder bei Karten, die eng beieinander sind, stärkere Lüfter nehmen, dass genügend kalte Luft bzw. halt Frischluft an die Karten kommt. Ansonsten ganz, ganz wichtige Sache für den Rigbau, und zwar Kabelbinder. Davon braucht man nämlich eine Menge, und um da ein vernünftiges Kabelmanagement an den Tag zu legen, sollte man die ganzen Kabel immer schön mit Kabelbindern verbinden bzw. zumachen, und dementsprechend solltet ihr davon auch welche besorgen. Kriegt ihr natürlich auch im Baumarkt, bei Obi oder Hage Baumarkt oder wie auch immer. Und zu guter Letzt einmal nochmal Wärmeleitpaste. Da könnt ihr theoretisch gesehen auch eigentlich fast alle Wärmeleitpasten benutzen. Wie gesagt, beim Mining wird der Prozessor sowieso nur im Leerlauf mehr oder weniger benutzt. Dementsprechend wird er nicht warm, und man braucht auch keine Performance-Wärmeleitpaste, die einen super Wärmeleitdurchsatz hat oder wie es heißt. Ansonsten die von Arctic ist relativ cool, die MX4, die nutze ich immer, und damit seid ihr auf jeden Fall auch auf der sicheren Seite. Und nachdem wir jetzt die ganze Hardware besprochen haben, möchte ich mit euch zum Ende des zweiten Kapitels eine Rentabilitätsanalyse bzw. Rechnung machen. Also ich zeige euch jetzt anhand eines Beispiels, wie man sowas mal kalkulieren kann. Wir nehmen die Kosten, was so ein Rig kostet. Als Beispiel nehmen wir 6 RTX 3070 Karten, die finde ich ganz gut. Dann schauen wir, okay, wie viel Umsatz kommt durch das Mining Rig und wie hoch sind die Stromkosten und wie groß sind dann die Profite letztendlich. Und vor allen Dingen die spannendste Frage, wann ist der Return on Invest erreicht? So, und dafür springen wir jetzt direkt mal hier in die Excel-Tabelle, die ich euch auch angehängt habe. Und für einen ganz kurzen Überblick für euch, hier findet ihr die Kostenaufstellung mit den Gesamtkosten des Mining Rigs. Hier ist der Umsatz, der generiert wird. Hier sind die Stromkosten. Hier die Profitabilität, also was am Ende übrig bleibt an Ertrag und wann der Return on Invest erreicht ist. So, und ich würde sagen, die Kostenaufstellung für das Mining Rig ohne Grafikkarten, die übernehmen wir jetzt einfach mal so, weil die Preise sind eigentlich schon relativ realistisch und die verlaufen meistens relativ konstant, bis auf bei ein, zwei Hardware-Teilen. Also auf jeden Fall ist das eine gute Basis für so einen 6x RTX 3070 Rig. Was jetzt aber die Grafikkarten kosten, und die sind aktuell deutlich günstiger als hier die Kosten, die ich hier eingetragen habe im April. Und dementsprechend schauen wir einmal zusammen nach aktuellen Preisen. Und dafür hüpfe ich jetzt einmal kurz in Idealo rein. Und hier kosten aktuell RTX 3070 Karten hier 619 Euro, 624 Euro, 700 Euro, 673 Euro und so weiter und so fort. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen jetzt 650 Euro als Grundlage für die Grafikkarte. Das heißt, wir haben bei 6 mal 650 Euro 3.900 Euro Grafikkartenkosten. Das heißt, das Rig würde uns insgesamt 4.373 Euro kosten. So, kommen wir nun zum Umsatz. Also, hier kann man die Systemleistung eintragen. Das ist jetzt nur für mich dekorativ. Wir rechnen gleich mit Euro-Werten weiter. Und jetzt muss ich aber was dazu sagen, und zwar, eigentlich ist es sinnvoller, meiner Meinung nach, nicht in Euro-Werten zu rechnen, sondern in Ethereum, weil wir werden ja nicht in Euro ausbezahlt oder Dollar, sondern in der Kryptowährung, die wir schürfen. Und aktuell ist beispielsweise der Ethereum-Kurs sehr weit unten. Das heißt, wenn wir jetzt das Ethereum gegen Euro tauschen würden, dann würden wir jetzt viel weniger Euro dafür bekommen, wie wenn wir beispielsweise Ethereum gegen Euro tauschen würden, wenn der Kurs viel höher ist. Das heißt, wenn ihr das geschürfte Ethereum auch noch ein bisschen längerfristig haltet und erst dann verkauft, wenn wir wieder in richtig hohe Kursphasen kommen, dann profitiert ihr natürlich nicht nur vom Ertrag, den ihr durch das Mining bekommt, sondern auch von den Kurssteigerungen. Da man das aber nicht ganz so gut vorhersehen kann, nehmen wir jetzt einfach mal einen Eurowert hier in der Tabelle. Und wenn ihr da schauen wollt, was so eine Karte an Umsatz macht, dann geht ihr auf die Seite minerstat.com/hardware. Mal beispielsweise hier drauf. Und dann könnt ihr euch hier die Grafikkarte raussuchen, wo ihr rausfinden wollt, was die an Leistung macht und an Umsätzen. So, beispielsweise die RTX 3070 macht 61 Megahash oder 61,79 Megahash. Heißt, hier haben wir 360 Megahash. Spannender ist aber der Umsatz. Und der beträgt aktuell nur 1,23 Euro. Und das war im April 2,43 Euro. Das heißt, der Ertrag hat sich aktuell halbiert.
Wir tragen das auf jeden Fall jetzt hier ein, das war 1,23 Euro. Das heißt, wir machen einen Umsatz von 221,40 Euro aktuell bei 6 Karten. So. Dann können wir hier jetzt den Stromverbrauch eintragen. Also, eine so eine Karte zieht 117 Watt. Ja, dann tragen wir das hier ein. Dann ist das der Stromverbrauch von allen Karten, also von 6 Karten. Das ist der Stromverbrauch, der dann durch das Mainboard entsteht. Also beispielsweise durch CPU, durch Lüfter und so weiter und die Zusatzlüfter. Und dann kommen wir auf einen Systemverbrauch von 762 Watt. Und jetzt wird es spannend. Jetzt haben wir nämlich hier den Umsatz und wir haben die Kosten. So, im April wäre das beispielsweise 437 Euro Umsatz gewesen. Aktuell sind es aber nur 221,40 Euro. Also haben wir gerade aktuell einen Ertrag nur von 56,81 Euro. Das würde heißen, dass wir bei unserem Gesamtinvest 77 Monate brauchen würden, beziehungsweise 6,4 Jahre, um den Return on Invest zu erreichen. Das ist natürlich ein extrem schlechter Wert und macht das Ganze super unattraktiv. Ich kalkuliere aber jetzt einfach mal mit den Werten, die beispielsweise im April waren. Das waren so um die 430 Euro. Da sieht das Ganze nämlich ganz anders aus, was den Ertrag angeht. Und man muss halt sagen, die Kurse aktuell, jetzt im Stand Juni 2022, die sind wirklich sehr, sehr, sehr weit unten, wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Und dementsprechend ist es, finde ich, nicht so realistisch, damit zu kalkulieren. Ich würde eher wieder mindestens auf 2 Euro hochgehen. Das heißt mindestens einen Umsatz von 360 Euro. Man muss aber dazu sagen, das ist reine Preisspekulation. Oder wenn wir beispielsweise im Oktober 2021 die Werte genommen hätten, da hat so eine Karte eher so 4 bis 4,50 Euro am Tag gemacht. Das heißt, wir wären bei 720 Euro Umsatz im Monat und wir hätten einen Return on Invest hätten den Return on Invest in ungefähr 8 Monaten erreicht. Das heißt, ihr seht, das schwankt alles total. Deswegen würde ich immer so Durchschnittswerte nehmen. Also hier vielleicht 2,50 Euro, das ist eine gute Kostenannahme. Genau, das heißt, bei 450 Euro Umsatz hat man den Return on Invest ungefähr nach 15 Monaten. So, natürlich kommt noch dazu, dass hier die Stromkosten einen entscheidenden Faktor spielen oder dass die Stromkosten der entscheidende Faktor sind, inwieweit sich das Ganze rentiert oder nicht. Weil wenn man beispielsweise gar kein Geld für Strom zahlt, das heißt, man hat hier statt 30 Cent 0 Euro, macht man natürlich Reingewinn und dann sieht das Ganze natürlich komplett anders aus. Also beispielsweise, wenn ihr eine Solaranlage auf dem Dach habt oder jetzt eine Stromflat in eurem Mietvertrag inkludiert habt, dann ist das natürlich viel, viel, viel lukrativer. Wir machen auf jeden Fall jetzt noch ein zweites Beispiel und zwar, wir nehmen jetzt 6 RX 480er Karten. So, hier sind die Gesamtkosten des Rigs ein bisschen günstiger als hier, weil man ein kleineres Netzteil braucht, weil die nicht ganz so viel Strom verbrauchen. Und aktuell kosten so 6 Karten, hier steht noch 30,70, aber das ist ja egal. Ich gehe mal auf eBay, weil neu gibt es die nicht mehr. Und da kostet so eine Karte ungefähr so um die 200 Euro werden die gehandelt. Das heißt, bei 6 mal 200 Euro sind wir bei 1200 Euro und da haben wir Gesamtkosten von 1628 Euro. So, und ich habe jetzt gerade geguckt, die Karten machen aktuell nur 0,67 Euro Umsatz am Tag. Das heißt, hier die 6 Karten generieren aktuell zu jetzigen Kursen 120 Euro im Monat. Die Karten verbrauchen um die 62 Watt. Das heißt, wir sind bei einer Systemleistung von 432 Watt und haben dann hier einen Umsatz von 120 Euro im Monat, Stromkosten von 93 Euro im Monat und nur einen Ertrag von knapp 27 Euro. Auch hier zu aktuellen Kursen, wenn man das so kalkuliert, ist das total unattraktiv. Und da würde man im ersten Moment erstmal sagen, okay, 5 Jahre, bis sich das rentiert hat, bis dahin ist die Hardware vielleicht sogar kaputt. Das macht man auf gar keinen Fall. Was man aber sagen muss, vor ungefähr, sagen wir mal, 4-5 Monaten haben die Karten das Doppelte generiert, also eher 1,20 Euro. Und dann ist man bei 216 Euro Umsatz und bei einem Return on Invest von ungefähr 13 Monaten.
Hier möchte ich aber nochmal ganz klar sagen, auch wenn das Mining ein super quantifizierbares Business ist und man wirklich sehr gute Kalkulationen anstellen kann, was den Kurs angeht, kann man sich nie 100% sicher sein. Also ich glaube, das ist meine persönliche Meinung und kein finanzieller Rat, dass sich die Ethereum-Kurse in der nächsten Zeit positiv entwickeln werden oder wieder positiv entwickeln werden. Vielleicht nicht in den nächsten Wochen, aber langfristig gesehen auf jeden Fall, da Ethereum als Blockchain-Technologie unfassbar gut ist und da ein großer Teil des NFT-Space über die Ethereum-Blockchain abgewickelt wird. Und dementsprechend glaube ich, dass sich die Kurse früher oder später auf jeden Fall positiv entwickeln werden. Aber man muss halt sagen, es kann halt auch sein, dass jetzt wir noch 1 bis 2 Jahre im Bärenmarkt bleiben. Bärenmarkt heißt, dass die Kurse jetzt eher noch ein bisschen niedriger werden oder einfach nur nach rechts durchlaufen. Man kann es nicht genau sagen. Hier ist auch nochmal anzumerken, dass ihr vermutlich eher kryptopositiv seid und auch eher positive Kurse für die Zukunft seht, weil sonst würdet ihr so einen Kurs nicht besuchen. Und dementsprechend versucht einfach einen gesunden Mittelmaßwert hier einzutragen. Sagen wir mal beispielsweise, wir sind aktuell bei 60 Cent gewesen, vor ein paar Monaten waren wir bei 1,20, dann nimmt man vielleicht mal, weiß ich nicht, 90 Cent. Und dann wäre man bei einem Return on Invest von 2 Jahren. Das ist auch in Ordnung, das ist jetzt nicht super. Ich vermute aber mal, wenn man die Coins halt eben längerfristiger hält, dass man da auf jeden Fall einen guten Profit erzielen kann. Hier kann ich auch nochmal ganz kurz anmerken, dass beim Mining das Risiko eines Totalverlustes trotzdem generell relativ gering ist. Weil, wenn man so ein Mining-Rig baut, ja, dann kauft man ja Mainboards, Grafikkarten, RAM-Riegel und Zusatzlüfter und so weiter. Und das sind ja alles Hardware-Komponenten, die man anstatt fürs Mining auch im Computer nutzen kann. Und dementsprechend ist die ganze Hardware, die man hat, beziehungsweise das Mining-Rig, ein physischer Vermögensgegenstand, den man wirklich besitzt und den man zu Hause hat und über den man selber entscheiden kann. Und das heißt, wenn irgendwann mal das Kryptomining theoretisch gesehen von jetzt auf gleich aussterben sollte, was natürlich eher unwahrscheinlich ist, hat man trotzdem eben diese ganze Hardware, die man dann über eBay Kleinanzeigen oder andere Plattformen verkaufen könnte. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Argument für das Mining, da beispielsweise ein reines Krypto-Invest ganz schön in die Hose gehen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist Terra Luna. Terra Luna war zwischenzeitlich bei 130 oder 140 Euro und ist aktuell 0,000000 und so weiter Euro wert, weil die Blockchain-Technologie gefailt ist. Und da waren sich alle super sicher, dass das Krypto-Ding überhaupt wird. Und ja, damit sind viele Leute dann auch ziemlich auf das Gesicht gefallen. Und hätten die Leute das ganze Geld, vielleicht auch nur einen Teil des Geldes da reingesteckt und den anderen Teil in andere Kryptowährungen oder sogar ins Mining, dann wäre das Risiko gestreut gewesen und deutlich, deutlich geringer. Und eben wie gesagt, der Totalverlust wäre dann in dem Fall nicht eingetreten. Mit jeder Chance gehen halt auch eben ein paar Risiken einher. Beim Mining aber ist es halt so, dass die Risiken sich meiner Meinung nach relativ in Grenzen halten und genau deswegen mache ich auch so einen Videokurs, weil ich davon überzeugt bin und ich finde, dass mehr Leute auch mit dem Kryptomining anfangen sollten, da das eben eine absolut fantastische Möglichkeit ist, um passives Einkommen zu verdienen. Ihr müsst aber selber für euch entscheiden, ob ihr in eurer Situation mit euren persönlichen Stromkosten und mit eurem Budget das Mining für sinnvoll haltet oder eher nicht, ob ihr an Kryptokurse glaubt oder eher nicht und ihr dann letztendlich dieses Investment tätigt. Und jetzt würde ich sagen, haben wir dieses Kapitel abgeschlossen. Denn wir haben jetzt alles über Hardware gelernt. Wir haben darüber gesprochen, worauf man achten muss und was man besorgen muss und welche Hardware ja vernünftig funktioniert. Wir haben gelernt, wie man einen Mining Rig vernünftig mit Strom verkabelt und wie man für einen sicheren Betrieb sorgen kann. Und dazu haben wir jetzt noch am Ende eine Rentabilitätsanalyse gemacht, die ihr jetzt für eure persönlichen Umstände durchführen könnt. Und dementsprechend seid ihr jetzt bestens gewappnet dafür, wenn ihr denn einen Mining Rig bauen wollt, die ganze Hardware zu bestellen und zu kaufen und dann mit mir zusammen im 3. Kapitel das Mining Rig zusammenzubauen.